Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Live-Gitarrenstunde. Ich freue mich heute ganz besonders, ein absolutes Highlight euch präsentieren zu dürfen. Und zwar das legendäre Gitarren-Solo-Intro zu Johnny B. Good, an dem sich schon viele die Finger wund gespielt haben. Und heute schauen wir uns das mal im Detail an, was Chuck Berry in den 50er Jahren schon rausgehauen hat. Die Aufnahme wurde 58 aufgenommen und das war damals, muss man sich mal vorstellen, vor 62 Jahren, was da Chuck Berry plötzlich aus dem Hut gezaubert hat, mit welcher Energie und Dynamik er das Ganze rübergebracht hat. Das war schon außergewöhnlich. Wir gucken uns das heute an und schauen im Detail, was wir daraus lernen können und welche technischen Schwierigkeiten da verborgen sind. Wir sind live. Und deswegen erstmal ein ganz, ganz herzliches Hallo an alle, die hier live dabei sind. Da kommen schon die ersten Spenden rein. Hallo, lieber Werner, herzlichen Dank. Es ist eine schöne Zahl, die du hier rübergereicht hast. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich freue mich sehr, dass wir heute live sind. Ich hoffe, ihr habt eure Gitarren am Start. Heute gibt es nämlich High-Speed Rock'n'Roll. Und das ist schon sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Also Rock'n'Roll, Grüße von Wien nach Zürich, Let's Rock in Austria, Switzerland and Germany. Ja, super. Heute gibt er voll, ich muss wohl Vollgas geben heute. Das ist richtig. Das ist absolut richtig. Also hallo, ganz liebe Grüße an euch alle. Ein schönes Wetter, ja. Es gibt, hoffe ich, auch für euch alle nichts Besseres, wie ein bisschen Gitarre zu spielen und da die Laune ein bisschen anzuheben, ne? Ah, super, super. Ah ja, Brian Setzer Analysevideo, Micha. Das ist nicht schlecht, das ist eine sehr gute Idee und wird auch noch kommen. Das möchte ich auch unbedingt. Chuck Berry. Hallo, das kann man doch anzeigen hier, ne? Schön. Gut, gut. Gib mir mal Bild und Ton okay. Danke, lieber Michael. Also, wie zwar so nicht mit AC/DC dagegen geschossen, aber die Zeiten sind halt anders. Ja, AC/DC, Angus Young war ein Riesenfan. Chuck Berry war sein größtes Vorbild. Wir kennen den Duck Walk von Chuck Berry, den Angus Young natürlich auch immer performt hat auf der Bühne. Sensationell. Also, ich wünsche euch jedenfalls viel, viel Spaß. Wir gehen jetzt mal rein und schauen uns das Ganze an. Und zwar, so sieht das Ganze hier aus. Ich habe hier das komplette Intro. Ich werde es euch jetzt mal so zeigen und es mal spielen, dass ihr es hören könnt. Vorzähler drin, Originaltempo 168. Ich blende mich natürlich auch gleich ein, aber ich will nur, dass ihr einmal das mitverfolgen könnt mit den Tabs, weil die immer so ein bisschen rauf und runter springen. Aber schaut euch das mal an und hört es euch an. Ich werde es euch jetzt einmal im Originaltempo vorspielen. So, und jetzt noch einmal das Ganze, dass ihr mich auch hier unten sehen könnt. Und ihr werdet sehen, dass die Tabs springen. Das ist halt so bedingt durch das Programm und ihr das dann nicht genau nachvollziehen könnt. Aber ihr wollt ja auch sehen, wie man das spielt. Und dann gehen wir rein und lernen das Ganze, okay? Und ja, nochmal Klick an den Anfang. Los geht's. So, ihr Lieben, das ist das berühmte Intro von Johnny B. Good. Jetzt gucken wir uns im Detail an und ich erkläre euch, was man da alles noch rausholen kann und wie man das spielt. Okay? Also, beginnen wir doch gleich mit der Erklärung. Und hier ist ganz, ganz wichtig, wenn ihr jetzt beobachten könnt, ihr seht ja hier auf der Kamera links oben die rechte Hand in der Nahaufnahme. Und ihr werdet feststellen, dass bis auf den Schlusslauf
alles mit Downstrokes gespielt wird. Das bedeutet, wir müssen diesen Boogie Rock'n'Roll, diese Technik, die haben wir auch die ganze Zeit im Solo. Ne? Allein schon hier könnt ihr die rechte Hand beobachten. Und dann. Und ihr seht alles Downstrokes. Das bedeutet, warm spielen ist hier angesagt. Warm spielen und die rechte Hand, die hat hier richtig zu arbeiten. Und dann die Koordination zwischen den beiden Händen, das schaffen wir nur, wenn wir beim Üben uns warm spielen, dann die einzelnen Parts Takt für Takt lernen, sie zusammenfügen und dann das Tempo erst langsam erhöhen. Also ich würde hier mit halbem, sogar vielleicht unter dem halben Tempo starten. Also wir sind in B und alles zentriert sich um den B, also ja, B natürlich, A, B und H, ne, oder B-Flat im Englischen, ne, sind wir und alles zentriert sich, schon der erste Lauf geht hier auf die Dur-Note. Ne? Ja? Alles spielt sich um den Akkord, die ganzen Licks spielen um diesen Akkord und in der Position hier, in der ersten Position der Pentatonik, okay? So, und jetzt nehmen wir das Tempo raus und beginnen das alles ganz gemütlich hier zu lernen. Ne? Das war das, muss ich mal vorstellen, das war das Debütalbum. Und er war so selbstbewusst. Er nannte das Album gleich Chuck Berry is on top. Ne? Wie cool ist das denn? Ne? Da muss man schon. Und er war auch so cool und er war auch so gut. Er war so gut. Wahnsinn. Ne? Ich kann euch den Film Cadillac Records empfehlen. Da geht es um diese Ära, Mitte 50er bis Ende 60er Jahre, wo die Cadillac Records das berühmteste Label, beziehungsweise Jazz Records, das berühmteste Label der Welt waren, in Chicago, ursprünglich berühmt geworden durch Muddy Waters mit Hoochie Coochie Man und mit Blues. Und dann stand plötzlich Chuck Berry in der Tür und hat den Blues doppelt so schnell und dreimal so schnell gespielt. Und so ist im Grunde genommen der Rock'n'Roll entstanden. Was du hier hörst, in der Technik, ist eigentlich, und deswegen wird alles mit Downstrokes gespielt, also alles nach unten. Das ist im Grunde genommen die Technik vom Honky-Tonk-Piano, vom Rock'n'Roll-Piano. Ne? Du musst dir vorstellen, so was hat Chuck Berry gemacht? Er hat die ganzen Piano-Licks auf der Gitarre umgesetzt und hat dann etwas Typisches für die Gitarre noch hinzugefügt, nämlich diese Bendings, dieses. Das war neu, ja. Aber die Transition von diesem Honky-Tonk-Bar-Piano zu der Gitarre, das ist das, was wir Chuck Berry zu verdanken haben. Diese neuen Licks, die da entstanden sind, das war schon schockierend gut, als er dann damit angefangen hat. Ne? Okay, so was haben wir hier? Wir gehen in den Akkord rein, wir sliden in die 7 und spielen dann 6-8 auf der H-Seite. Und dann geht es weiter mit diesen Double Stops, also 2 Seiten gleichzeitig, sliden von 5 auf 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und dieses dritte hier ist schon der Beginn des Abwärts. Und ihr seht, immer wieder werden mit den Tönen, deswegen klingt das Ganze auch so schön, mit den Akkordtönen wird hier gespielt. Also der erste Takt, slide in die 7,
Das ist ein klassischer Auftakt. Ne? Wenn du einen Vorzähler dann hörst, dann wirst du hören, das ist 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 und dann ne? Slide in die 7. Die 8 hier oben bei diesem Abgang 6 doppelt, 9, 8, 6, dann hoch auf die 6, die 7 und dann die 8. Hier formt sich der Akkord doppelt. Und was er dann macht, im nächsten Takt, das ist sehr interessant. Also bis hierhin keine Geheimnisse, schön mal langsam. Ich reduziere jetzt das Tempo auf die Hälfte. Das könnt ihr hier sehen. Ich gehe jetzt mal auf Tempo 80 und lasst das dann mal laufen. 4, 1, 2, 3. Okay, und das kann man natürlich dann loopen in Guitar Pro und dann wiederholen. Ja? Aber erst ohne das einfach lernen, ohne dass man da jetzt gleich die Tabs mitlaufen lässt. Erstmal nur die einzelnen Takte lernen. So, jetzt haben wir gleich 2 Takte und diese ersten 4 Takte bilden einen Block. Ja, und dann kommen die nächsten 4 Takte, der nächste Block, wir haben 12 Takte. Und dann die nächsten 4 Takte, wir haben 3 Blöcke. Block 1 geht jetzt in die nächsten beiden Takte rein. Und hier wird weiter mit Double Stops gespielt. Wir sliden von 7 auf die 8. Und in dem Takt hier seht ihr, wie der Akkord sich wieder formt. Von hier 8, 8, 8, 8, 8, 7, 7, 6. Und erst gegen Ende, also das wird alles mit Double Stops. Und hierzu, eins ist auch ganz wichtig, dass ihr das auch hört, der Sound, den ich verwende, ist clean. Es ist ein Fender Tweed Amp mit einer 410er Box und also nur leicht angecrunched. Das ist ein clean Sound und ich verwende deswegen die Variax, weil ich hier dann mal eine Rockabilly-Gitarre drin habe und das sehr authentisch klingt. Ja, das ist der Sound, den ich haben möchte. Ich habe auch einen kleinen Slapback-Effekt drauf, also ein Echo drauf mit einer Verzögerungszeit von 140 Millisekunden, ganz leise, das hört man kaum. Aber es gibt diesen Slapback-Sound, den man im Rock'n'Roll so gerne hat, dezent eingestellt. Und einen Federhall natürlich, den ich hier, einen 63er Federhall, den ich hier verwende. Für diesen, ich hoffe, man hört es im Video. Das klingt sehr, sehr cool. Okay, also, jetzt gehen wir rein. Sliden im Mittel- und Ringfinger von 7 auf 8. Spielen dann das 6 Mal. Dann fügen wir den Finger unten hinzu und spielen die 7 noch dazu. Und dann, das ist relativ leicht hier. Ne? Und das klingt auch nur im Kontext mit Takt Nummer 4. Also die beiden Takte hintereinander. Das klingt allein, naja. Und so der hier ist interessant. Na? So sieht das aus. Und das hier das braucht Zeit. Ne? 6, 7, zweimal gespielt. Dann die 8 mit dem Ringfinger. Und dann wieder die 6, 7. Also das sind die ersten hier. Da, 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 da. Und dann slide ich mit dem Ringfinger. Ich wechsle jetzt, Achtung, schaut dir das an. Und slide von hier mit dem Ringfinger auf die 5 und spiele dann also
7, Slider 5, 3, 5. Das hier ist ziemlich anspruchsvoll, deswegen hier diesen Wechselfinger weg, der Slider, die gehen weg, der kommt, Slide 3, 5. So klingt es authentisch. Man hört diesen Slide. Ah? Okay. Weil beide Takte am Stück. Ich muss immer den Vorzähler laufen lassen, da ich sonst nicht reinkomme. Ne? Nochmal. Ich mache mal einen Loop draus, dass wir es ein paar Mal hören können. 2, 3, 4. Und so trainiert man das. Auf diese Art und Weise, Takt für Takt. Und dann, wenn die ersten 4 Takte so eingeprägt sind, sodass du so langsam sagen kannst, ich habe sie in meinem muskulären Gedächtnis, dann übst du die ersten 4 Takte zusammen. Das ist so die Vorgehensweise. Und ich sage da auch ganz ehrlich, wenn du das lernst, die ersten 4 Takte genügen erstmal. Ne? Und das dann üben, das genügt schon, weil danach kommen sehr repetitive Geschichten, die nächsten 4 Takte sind relativ leicht. Aber erst die ersten 4, sodass du diesen Einstieg findest in den Song. Ich gehe jetzt hier auf die ersten beiden Takte, spiele sie, dass du hören kannst. Ich erhöhe das Tempo leicht auf 100 und los geht's. Ihr hört schon, diese beiden Takte, das ist ein einziges Stück, alles am Stück, ne? Ja, so, wie am Klavier. Da, 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 da. Und so würde ich das dann üben. So, was kommt als nächstes? Als nächstes, von die Takte 5 bis 8, sind immer der gleiche Lick. Und zwar, wir benden die 8 hier auf der G-Seite, immer mit einer Pause. Also, das ist nicht so einfach, wie es sich anhört. Denn du musst hochbenden und am Höhepunkt stoppen. Und das Stoppen, das mache ich mit meiner rechten Hand. Schau mal hier rein, wie das aussehen soll. Na, so soll das Ganze aussehen. Und hier macht er dreimal mit einer Einzelnote auf der H-Seite im 6. Bund und dann hier ein Double Stop. Das klingt dann... Man hört es kaum, aber wenn man es dann weiß und dann in die Aufnahme reinhört, wird man es immer wieder hören. Und dann wieder die Single Notes hier in Takt 7 und 8 und erst am Ende nochmal ein Double Stop. Und ich lasse es jetzt mal laufen und spiele mal mit bei Tempo 100. Und dass du das Gefühl bekommst, gehe ich jetzt mal einfach mal auf Tempo 140 und dann beginnt das Ganze schon besser zu klingen.
So, da gibt es, an der Stelle gibt es nicht viel auswendig zu lernen. Du lernst das, dieses Stoppen und dann übst du das und das ist jetzt der leichteste Part in dem Intro. Diese 4 Takte, die sich so ähneln, das sehe ich überhaupt keine Probleme. Jetzt kommt der Abgang und der Abgang, der hat es in sich. Da sind einige Kniffe, die gar nicht so einfach sind. Ich spiele es jetzt mal auf Tempo 140. So, lassen wir es mal so stehen. Und nochmal. Okay, und hier sind einige Schwierigkeiten verborgen. Wir beginnen mit einem Ganzton-Band und dann wieder der Pause hinten dran, die kann man hier sehen. Und dann kommt ein Abgang, der aus 2 Teilen besteht. Einmal bis hierhin. Ich werde den jetzt mal laufen lassen, dass ihr den hören könnt und loopen. Und nochmal. So, und warum stoppe ich hier? Weil wir hier ein kleines Arpeggio haben. Und das wird so gespielt, 7-6-6, also wieder ein Dreiklang, der hohe Dreiklang hier. Und man hört es klar in der Aufnahme. Hier wird über die Saiten in einer Bewegung ein Arpeggio gespielt. Und es geht dann weiter mit 9-8-6-6. Und es ist ein Lick. Das ist schwierig. Also hier den Finger liegen lassen und dann nochmal die beiden hier am Ende, genau hier, nochmal spielen. Und dann kommt der finale Lick. Der klingt so. Und nochmal. Ja schon reinkommen und so. In der Aufnahme hört man noch den Akkord am Ende gespielt. Aber hier haben wir wieder ein Bend mit Double Stop zweimal. Ein weiterer Double Stop auf der 8. Und dann ein klassisches Rock'n'Roll Motiv. Die 2 Sechser hier mit dem Hammer-on auf die 7. Und dann baut sich der Akkord mit dem Zweiklang hier oben final auf. Ja? Und dann kannst du noch spielen. Jetzt spiele ich für euch die letzten 4 Takte mit Vorzähler. Einige Male auf Tempo 100 durch, dass ihr das hören könnt. Tempo 100. Okay, ich hoffe, dass es nicht zu sehr aus dem Bild hier oben springt, dass man das gut verfolgen kann. 2, 3, 4 und... Nochmal und... Ihr seht, das ist die einzige Stelle, wo ich hier Wechselschlag spiele. Beobachtet die rechte Hand. Ja, man könnte es theoretisch auch alles nach unten picken, wäre überhaupt kein Problem, weil es rhythmisch auch ganz cool klingt, wenn du es nur nach unten pickst. Ja? Okay, oder Wechselschlag. Und dann hier diesen Arpeggio über den Dreiklang, 7-6-6. Und wie übe ich das? Ich übe das in Segmenten. Beispielsweise dieses letzte Segment hier. Manchmal
wirklich nur diesen Part hier, weil, ich lasse es mal laufen. Und nochmal. Und nochmal. Und natürlich auf langsamem Tempo. Das ist jetzt schon schnell, Tempo 100. Ich mache es mal auf Tempo 60. Das ist die Art und Weise, wie man das in die Finger bekommt. 3, 4 und 2, 3, 4 und okay. Und dann am Ende, manchmal übt man so etwas mehrere Tage, bevor man sich an das Ausgangstempo heranwagt. Das ist nämlich, das Ausgangstempo ist, schneller kann man es gar nicht spielen. Das ist schon für die Finger eine große Belastung, diese ganzen, ne? Diese Bandings, die man da macht. Man muss warm gespielt sein und man darf das Ganze nicht unter Druck spielen. Also man darf sich nicht zu sehr stressen, wenn man das spielt, dass die Finger dann steif werden. Man muss es auch noch zusätzlich auf dem hohen Tempo auch locker spielen. So. Und jetzt mache ich noch ein paar Durchgänge im Originaltempo komplett, dass ihr das sehen könnt. Und das Originaltempo ist tatsächlich 168, ich habe das mehrfach geprüft. Und das ist schon der Hammer, wie ihr sehen könnt. Und los geht's. Ich finde es so cool. Ihr könnt das euch gar nicht vorstellen, ne? Wie sehr mir das gefällt. Also, los geht's auf Originaltempo. 1, 2 Durchgänge, just for fun. Und so seht ihr dann, wie das Endprodukt von viel Training aussieht. Ne? Das kann man nicht aus dem Ärmel schütteln. Das funktioniert nicht. Okay, wow. Warum es jetzt ans Ende gesprungen ist, das kann ich nicht verstehen. Ne? Das sind so Phänomene. Ne? Und ihr habt am Ende gehört, am Ende habe ich den Akkord noch vervollständigt und habe dann gespielt. Gehe in die Aufnahme, dass ihr das sehen könnt. Und das war's. Das ist das berühmte Intro zu Chuck Berrys Johnny B. Goode. So was können wir jetzt noch draus machen? Das ist ja sowas von cool. Ne? Also wenn man jetzt hier so als Information am Rande, wenn man hier in die Information reingeht und sich das durchliest, Johnny B. Goode ist ein Rock'n'Roll-Stück aus dem Jahr 1955 von Chuck Berry für Johnny Johnson verfasst und 1958 zum ersten Mal veröffentlicht. Und 55, da war Johnny, wie alt? Wer weiß es? 29. Ne? Er ist 26 geboren und wurde 91 Jahre alt, ne? Und hat, glaube ich, mit fast 90 noch Konzerte gespielt. Unglaublich, unglaublich. Die Lockerheit und Lässigkeit seiner Spielweise. So, wenn man sich jetzt, das ist eines der auf Platz 7, glaube ich, der besten Gitarrensolos aller Zeiten. Ne? Und wenn man sich die Coverversion anguckt, wir haben hier AC/DC, Aerosmith, Bad Religion, The Beach Boys, Beatles, Buddy Holly, Elton John, Elvis Presley, Green Day, Grateful Dead, Jerry Lee Lewis, Jimi Hendrix, Johnny Winter, Judas Priest, The Lords, Mötley Crüe, Status Quo, Stray Cats, alle haben das gecovert und es ist einfach nur Spaß pur. So, wenn man jetzt hier reingeht in die Licks und dann kommt das, was kann ich jetzt draus machen? So, einmal den Klassiker mit dem Band.
So, wir sind jetzt in B. Das bedeutet, unser Quartenakkord ist S und der nächste Akkord ist F, der Quintenakkord. Wir haben eine Deep down in Louisiana, close to New Orleans, way back in the woods upon the Evergreen, there lived a little boy named Johnny B. Good, und so weiter. Ne? Und dann und jetzt kann man diese Licks hier beispielsweise hier den Akkord hier, diesen ganz berühmten Hammer-on auf die Dur-Note. Wenn du das wiederholst und dann gehst du einfach von deiner B-Position in deine S-Position und machst und dasselbe in deiner F-Position hier im 13. Bund spielst du. Und der nächste, also den hier, merken, das nächste, was du wiederholen kannst, wenn du schon so viel trainierst in dem Intro, ist das hier. Und dann gehst du auf S, 11. Bund und wieder zurück. Und dann auf F, 13. Bund, zurück auf S. Und so kannst du diese so coolen Licks einfach transponieren in den Quarten- und den Quintenakkord. Ne? Und dasselbe kannst du hier oben machen. Ja? Also hier von 5 auf 6 sliden in den Double Stop rein. Wie im Intro. Und das kannst du auch hier oben spielen. Ne? Das ist dein Akkord, ne? S. Und du slidest dann von 11 auf 12. Spielst den Lick. Ne? Und dann dasselbe auf dem F. Und dann auf dem S wieder. Und dann wieder auf dem B. Und das macht tierisch Spaß, wenn man alles, was du hier jetzt gelernt hast, an einzelnen Ideen, die du dir rauspicken konntest, wenn du die dann in der nächsten Position einfach übst. Wenn es dir schwerfällt in B, dann kannst du den ganzen Song auch in A spielen. Ne? Weil es ist eine Herausforderung, wenn man viel, was wir Gitarristen ja machen, wenn wir viel in A und E und G unterwegs sind und dann plötzlich so einen Zwischenklang haben wie das B hier. Ne? Das ist gar nicht so einfach, sich dann anhand der Bünde zu orientieren. Also eine kleine Herausforderung, die aber sehr, sehr gut ist fürs Gehirn. So, jetzt gucken wir mal in den Live-Chat rein, ob hier alles noch okay ist bei euch, ob ihr Fragen habt. Super. Also, alles cool. Super. Also. Krass, ne? Also, ich freue mich auch, alle. Ja, super. Downstrokes, Baby. Ja, viele Downstrokes. Und natürlich Bendings, ne? Und hier das Schwierigkeit bei den Bendings ist, diesen Sound hinzubekommen, ne? Dieses Hochziehen und dann hier mit der Hand stoppen. Und dann unten den Double Stop auch, ne? Das darf nicht so klingen. Ne? Das wollen wir nicht. Wir wollen oben die Note gestoppt und unten kurz. Das ist ganz wichtig für den Sound, okay? So. Ja, gar nicht. Friederike schreibt auch genau das, was ich eben gesagt habe. Gar nicht meine Tonart B wird von meinem Hirn in H umgewandelt, aber die Punkte sind geht's besser. Ja, und deswegen sage ich es ja gerade, dieses Training zwischen den klassischen Tonarten
in B oder in F. Das ist sehr, sehr gut fürs Gehirn. Und du wirst dich wundern, wenn du dann zu der normalen Tonart, wenn du jetzt wieder auf A springst, dann ist das Ganze dort natürlich viel, viel leichter. Der Feder, ja, mag ich auch den Federhall, ja. Den brauchst du auch für den Sound. Ne? Nur zum Vergleich, wenn ich die beiden Effekte ausschalte, ne? Hört mal genau hin, was passiert. Wie der Sound jetzt klingt. Ne? Ha! Na, das ist doch jetzt wirklich zum Schreien komisch, wie das plötzlich klingt. Ne? Und jetzt kommt der Federhall hinzu und das Slapback-Echo und schon. Na? Und schon haben wir den Sound. Natürlich, ich könnte es noch ein bisschen aufreißen, dass man es besser hört, aber dann ist zu viel Effekt drin. Und bei Chuck Berry ist nicht so viel Effekt wie bei den klassischen Rock'n'Rollern. Aber das einfach mal so zu hören, wie krass der Unterschied ist und wie wichtig das Erfinden der Effekte für uns war, was das Spielen angeht. So. Die guten alten Fender Amps mit ihrem Federhall. Ja, das ist der super Sound, ne? Ja. Gruß aus Monheim, Gruß zurück. Der Clean Sound hört sich wie beim Banjo, glaube ich, rechnet Tick nicht richtig. Nee, das ist kein Banjo. Also ein wenig Verzerrung eigentlich nur, wenn ich mich immer wieder wie Clean Key Switches spiele. Ja. Clean, na, das ist, Christiane schreibt hier was ganz Wichtiges. Und wie wenig Verzerrung eigentlich nur man braucht. Wenn ich ein Stones-Konzert sehe, wundere ich mich immer wieder, wie Keith Richards. Ja? Und dann natürlich bei Keith mit den Open Tunings. Und das ist der coole Sound, den man auch mit Clean Sound erzeugen kann. Aber ich sag's nochmal, der Hall und das Echo ist ganz wichtig für den Sound. Ja, Blue Boy hier schreibt, wie kann man sich nur so geile Riffs einfallen? Das ist ja dieses Geniale. Ne? Wir haben den genialen Chuck Berry, der was gemacht hat? Er hat die Technik des Klaviers, des Honky-Tonk-Pianos, ne? Stell dir einfach vor. Er hat es umgesetzt auf die Gitarre und mit ein paar gitarristischen Elementen, nämlich den Bendings, verziert. Und das war was völlig Neues. Ja? Das hat eingeschlagen wie eine Bombe und wurde dann bis heute zigtausendmal kopiert. Dasselbe war der Einfluss von Jimi Hendrix dann ein Jahrzehnt später. War gigantisch, wie begnadet, genial diese Musiker das umgesetzt haben, auch was sie von anderen Instrumenten gehört haben. Das darf man nie vergessen. Ne? Hallo Rudolf, hallo ihr Lieben. Ja, das macht natürlich Laune. So. Ja, und hier der Armin-Schein, das hat doch Chuck Berry alles nur von Marty McFly geklaut. Das ist natürlich, was Armin Ritchie hier anspricht, das ist diese legendäre Szene aus dem Film Zurück in die Zukunft. Ich glaube, jeder kennt die Szene, wo Marty in der Vergangenheit ist und auf dem Schulabschlussball der Gitarrist sich an der Hand verletzt und er einspringt und er sagt, das ist das Tempo und er startet und dann dreht er auch völlig ab und spielt dann auch Van Halen Licks und so und dreht sich am Boden unten und die drehen alle durch. Ne? Und der Gitarrist ruft seinen Cousin an am Telefon und sagt, hallo Chuck, dein Cousin Barry hier, ist das nicht der Sound, den du suchst? Und er hebt dann das Telefon hin und dann hört man gerade das Intro, wie der Marty dann abgeht auf der Gitarre. Super toll, er hat ein Dreivierteljahr, er kann natürlich eine Gitarre spielen, aber er hat für die Szene ein Dreivierteljahr gespielt und der Studiogitarrist Mark Hanson, könnt ihr googeln, hat das Gitarrensolo dann mit allen Raffinessen
im Studio dann overdubbt und hat es dann eingespielt. Und es klingt so unglaublich geil. Es ist eine meiner absoluten Top 10 Lieblingsszenen, die je in einem Film gedreht wurden. Ne? Also kann ich euch nur empfehlen, euch das anzugucken, wie genial diese Szene ist. Ne? Super. Wie wäre der Sound mit einer Les Paul? Wäre auch gut. Bei einer Les Paul würde ich bei der Les Paul würde ich auf die Zwischenposition gehen. Ich gehe mal auf die Zwischenposition hier und spiele das mal kurz mit der Lester, dass ihr das hört. Ne? Das ist der Sound, den du dann hast in der Zwischenposition auf der Les Paul. Ich gehe mal auf die Special. Nicht schlecht. Also ein bisschen fetter der Sound auf der Les Paul. Deswegen, ich würde dann doch bei der ES 335 bleiben, wie Chuck Berry das auch gemacht hat. Ne? Das ist die Szene aus Zurück in die Zukunft. Ja. Oh Gott. Wie habe ich diese Geschichte geliebt. Na? So, ihr Lieben. Also, das sollte es im Grunde genommen gewesen sein. Jürgen, du stellst einfach einen Clean Sound ein und machst ordentlich Hall drauf. Ne? Schöner Clean Sound und ein bisschen Hall, so ein Federhall und dann hast du den Sound. Ja? Nichts Kompliziertes. Ich spiele auch auf dem hinteren Pickup, das muss knallen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass es dann entsprechend auch rüberkommt. Ne? Okay, ihr Lieben, das sollte es jetzt von meiner Seite gewesen sein. Ich spiele euch just for fun nochmal auf dem Originaltempo das Ganze, dass ihr nochmal Spaß habt, euch nochmal angucken könnt. Und dann verabschiede ich mich bei euch. Let's do it! So, das war's mit dem genialen Intro zu Chuck Berry's Journey Be Good. Wenn ihr das gelernt habt, dann ist der Rest des Songs kein Problem. Es wird nicht schwieriger, es sind noch ein paar coole Licks drin. Ich werde dir als Patreon, als Patron und Unterstützer natürlich das File des Intros zur Verfügung stellen, wie auch den kompletten Song, falls du die anderen Parts dann auch lernen willst. Die Rhythmusgitarre ist klassischer Rock'n'Roll. Nichts Kompliziertes. Alles easy. Macht dir tierisch Spaß. Ich könnte also den ganzen Tag drauf spielen und ich hoffe, dir auch. So, jetzt habe ich noch eine Sache, die ich euch sagen möchte. Einmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an euch alle für die letzten 3 Jahre. Als ich jetzt ist schon das 4. Jahr. Ja, wir sind für die letzten 4 Jahre, möchte ich mich jetzt ausdrücklich bei euch bedanken. Warum, erkläre ich gleich. Als ich im April 2017 auf Patreon losgelegt habe, mit der Möglichkeit, mich zu unterstützen auf freiwilliger Basis mit ganz kleinen Beträgen. Das waren damals und ist immer heute noch, ich habe nichts geändert, es waren 2,50 € im Monat. Hat sich das Ganze jetzt nicht nur über Patreon, sondern seit einem Jahr, also die ersten 3 Jahre, war ich nur auf Patreon aktiv und das letzte Jahr auch über meine Webseite haben wir das Unterstützersystem ausgebaut. Herzlichen Dank hierzu an die Manuela für ihre fantastische Arbeit an meiner Webseite. Ich kann immer nur sagen, tolle Arbeit, die du da machst, liebe Manu, und herzlichen Dank dafür. Und in dem letzten Jahr hat meine Webseite im Unterstützerbereich Patreon überholt. Und jetzt kommt was ganz Interessantes. Es fehlen noch 5
Unterstützer, entweder über meine Website oder über Patreon. Ja? Also wenn du jetzt zuhörst und noch kein Unterstützer bist meiner Arbeit, du bekommst das komplette Material meiner Gitarrenlaufbahn. Ich habe so viel an Material angesammelt und für euch aufbereitet im Laufe der letzten 9 Jahre, ja? Und noch viele, viele Jahre davor. Ja? Und dieses ganze Material bekommst du dann Zugriff drauf für einen ganz geringen Beitrag. Und jetzt kommt's. Der 1000. Unterstützer. Heute habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr ganz schnell seid, der 1000. Der kann sich aus meinem Merchandise-Shop auf der Webseite ein Geschenk aussuchen. Also egal was es ist, ein T-Shirt, eine Mütze, eine Tasse, was auch immer. Wenn ich heute die 1000 knacke und derjenige, wir bekommen das ganz klar mit, wer der 1000. ist, das ist ein Meilenstein. Der kann sich dann aus dem Merchandise-Shop egal was aussuchen. Das geht dann an ihn raus. Dafür schon mal herzlichen Dank. Also nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an euch alle da draußen. Und diese 1000 echte Unterstützer, echte Fans zu erreichen, das erfüllt mich absolut mit Demut und mit unglaublich viel Bescheidenheit und mit Dankbarkeit für euch da draußen. Dass ihr meine Arbeit, die mir so viel Freude bereitet, die mir wirklich so viel Freude bereitet, auch noch unterstützt. Herzlichen Dank dafür. Bitte, bitte, bleibt gesund, achtet auf euch und habt weiterhin viel, viel Spaß mit diesem Instrument. Es ist das tollste Instrument, was ihr lernen könnt. Es ist das coolste und das dir ewig bis zu deinem Ende Freude bereiten wird. Das garantiere ich dir. Du wirst die Gitarre für immer nie mehr aus der Hand legen. Das ist meine Mission, das ist mein Ziel, mein Projekt. Das ist das, was ich hinterlassen möchte. Das steht so geschrieben in meiner Website. Wenn ich nicht mehr da bin, dann bleibt das Projekt bestehen. Das wird weitergeführt. Und das ist es. Und nochmal herzlichen Dank an euch alle. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder gesund wiedersehen. Herzlichen Dank. Ciao, viel Spaß. Lass es krachen, bitte lass es krachen. Hau alles raus.